Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir Sie mit auf eine Reise nach Amsterdam, die Stadt der Grachten, das Königreich der Fahrräder, wo Freiheit und Kunst pulsieren. Amsterdam, eine der faszinierendsten und meistbesuchten Städte Europas, ist seit Jahrhunderten ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Mit seinen geschichtsträchtigen Gassen, beeindruckenden Museen und dem pulsierenden Nachtleben zieht es jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Sind Sie bereit? Dann tauchen wir ein in die magische Welt von Amsterdam. Wenn man an Amsterdam denkt, kommen einem natürlich sofort die Grachten in den Sinn, die sich durch die Stadt ziehen und ihr eine einzigartige Schönheit verleihen. Im 17. Jahrhundert, dem sogenannten Goldenen Zeitalter der Niederlande, entwickelte sich Amsterdam zu einem schnell wachsenden Handelszentrum. Dieses schnelle Wachstum erforderte eine geplante Erweiterung der Stadt, und genau hier kamen die Grachten ins Spiel. Die Grachten, die sowohl zur Erleichterung des Verkehrs als auch zum Schutz der Stadt vor möglichen Überschwemmungen gebaut wurden, sind im Laufe der Zeit zum Wahrzeichen Amsterdams geworden. Eine Grachtenfahrt auf diesen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Wasserstraßen bietet Ihnen heute die Möglichkeit, die Geschichte und Architektur der Stadt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Amsterdam ist nicht nur für seine Grachten, sondern auch für seine Fahrradkultur bekannt. In der Stadt trifft man fast an jeder Ecke auf einen Fahrradweg. Für die Amsterdamer ist das Fahrrad nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern ein Lebensstil. Wenn Sie Amsterdam wie die Einheimischen erleben möchten, mieten Sie sich ein Fahrrad und stürzen Sie sich ins Getümmel der Stadt. Wer weiß, vielleicht führt Sie Ihr Weg zum berühmten Blumenmarkt Blömenmarkt, wo Sie sich zwischen den farbenfrohen Tulpen verlieren können. Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Anne Frank Haus. Diese Museen, jedes einzelne von unschätzbarem Wert, ermöglichen es Ihnen, verschiedene Aspekte von Kunst und Geschichte zu entdecken. Besonders das Anne Frank Haus, in dem sich Anne Frank während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg versteckte und ihr Tagebuch schrieb, bietet eine zutiefst bewegende Erfahrung. Wenn man von Amsterdam spricht, ist einer der ersten Orte, die einem in den Sinn kommen, der Dam. Dieser Platz im Herzen der Stadt war im Laufe der Jahrhunderte Zeuge wichtiger Ereignisse und ist wie ein Freilichtmuseum, das die Geschichte Amsterdams beleuchtet. Das auffälligste Gebäude des Platzes ist zweifellos der Königspalast. Dieses prächtige Gebäude aus dem 17. Jahrhundert dient heute als offizielle Residenz der niederländischen Königsfamilie. Der große Platz vor dem Palast beherbergt das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen, Feste und Aufführungen. Neben dem Königspalast gibt es auf dem Dam noch weitere sehenswerte Gebäude. Eines davon ist die Nieuwe Kerk, also die neue Kirche. Diese gotische Kirche aus dem 15. Jahrhundert ist eines der wichtigsten religiösen Gebäude Amsterdams. Heute wird die Kirche hauptsächlich für königliche Hochzeiten und andere wichtige Zeremonien genutzt. Während wir uns in den engen Gassen Amsterdams verlieren, führen wir Sie zu einem Ort, der Sie in die dunklen Tage des Zweiten Weltkriegs zurückversetzt. Das Anne Frank Haus. Dieses Museum zeigt die Angst, die Hoffnung und den Mut eines jungen Mädchens während der Nazi-Besatzung. Anne Frank versteckte sich zusammen mit ihrer Familie über 2 Jahre lang in diesem Haus, um der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen. Sobald sie das Anne Frank Haus betreten, begeben sie sich auf eine Reise durch die Seiten der Geschichte. Über schmale Treppen steigen sie hinauf zum Hinterhaus, wo sich Anne mit ihrer Familie versteckt hielt. Fotos an den Wänden, Annes Notizen, die Einblicke in ihren Alltag geben, und Gegenstände aus dieser Zeit versetzen sie zurück in jene Tage. Anne Franks Tagebuch gilt als ein Meisterwerk, das die Grausamkeit des Krieges und das menschliche Drama offenbart. Im Museum haben Sie die Möglichkeit, das Original von Annes Tagebuch und andere Schriften aus dieser Zeit zu sehen. Amsterdam ist ein wahres Paradies für Kunstliebhaber, und eines der wichtigsten Highlights dieses Paradieses ist das Van Gogh Museum. Dieses Museum, das dem weltberühmten Maler Vincent van Gogh gewidmet ist, nimmt Sie mit auf eine Reise in die magische Welt der Farben und des Lichts. Im Museum sind über 200 Gemälde, über 500 Zeichnungen und über 700 Briefe von Van Gogh ausgestellt, von seinen frühen Werken bis hin zu seinen Meisterwerken.
In diesem Museum haben Sie die Möglichkeit, berühmte Werke wie die Sonnenblumen, die Kartoffelesser und die Sternennacht aus nächster Nähe zu betrachten und so Van Goghs künstlerische Entwicklung und sein Innenleben zu verstehen. Das Van Gogh Museum ist nicht nur ein Kunstmuseum, sondern erzählt auch die Lebensgeschichte eines Mannes, seiner Träume, seiner Kämpfe und seiner Leidenschaft für die Kunst. Mitten im Herzen von Amsterdam liegt das Rijksmuseum, eine wahre Schatzkammer, die den Reichtum von 800 Jahren holländischer Kunst und Geschichte offenbart. Dieses Museum, das Meisterwerke von Künstlern wie Rembrandt, Vermeer und Frans Hals beherbergt, entführt sie in die faszinierende Welt des holländischen goldenen Zeitalters. Das wohl berühmteste Werk des Rijksmuseums ist zweifellos Rembrandts Meisterwerk Die Nachtwache. Mit seinen gewaltigen Ausmaßen und dem faszinierenden Spiel von Licht und Schatten zieht dieses Gemälde die Betrachter in seinen Bann. Außerdem haben Sie im Museum die Möglichkeit, berühmte Werke von Vermeer wie Das Mädchen mit dem Perlenohrring und Die Milchmagd zu bewundern. Das Rijksmuseum ist nicht nur ein Museum, sondern ein Schlüssel zum Verständnis der holländischen Kultur und Identität. Mitten im Herzen Amsterdams, versteckt zwischen den Grachten, liegt ein kleines Paradies, das Jordaanviertel. Einst ein Arbeiterviertel, hat es sich heute mit seinen gemütlichen Cafés, Vintage-Läden, Kunstgalerien und seiner lebendigen Atmosphäre zu einem der beliebtesten Viertel der Stadt entwickelt. Verlieren Sie sich in den engen Gassen Jordans, schlendern Sie zwischen den Backsteinhäusern und lassen Sie sich vom Bohem-Flair des Viertels verzaubern. Es ist fast so, als würde man durch ein kleines Montmartre spazieren. Kehren Sie in eines der vielen charmanten Cafés ein, die Sie an jeder Ecke finden, und genießen Sie bei einer Tasse Kaffee die entspannte Atmosphäre Amsterdams. Wenn Sie eine Leidenschaft für Antiquitäten und Vintage-Artikel haben, dann ist Jordaan genau der richtige Ort für Sie. In den Antiquitätenläden des Viertels finden Sie alte Gegenstände, Möbel, Bücher und viele weitere interessante Stücke. Vielleicht entdecken Sie ja sogar einen alten Druck von Dürer. Wer weiß, vielleicht verlassen Sie Jordaan ja mit einem besonderen Souvenir, das einen Ehrenplatz in Ihrem Zuhause finden wird. Wenn man von Amsterdam spricht, denkt man unweigerlich auch an das Rotlichtviertel, den wohl bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Teil der Stadt. Frauen, die sich in rot beleuchteten Schaufenstern präsentieren, Sexshops, Erotikmuseen und Coffeeshops. Das Rotlichtviertel wird als Spiegelbild der liberalen und freizügigen Kultur Amsterdams gesehen. Beim Besuch des Rotlichtviertels begegnet man den zwei Gesichtern Amsterdams. Auf der einen Seite spiegeln die historischen Gebäude, Grachten und Kirchen das traditionelle Gesicht der Stadt wider. Auf der anderen Seite repräsentiert das Rotlichtviertel das moderne und liberale Amsterdam. Das Rotlichtviertel ist nicht nur für die Sexindustrie bekannt, sondern auch für seine historischen Gebäude. Die Oude Kerk, Alte Kirche, im Viertel ist die älteste Kirche Amsterdams und steht dort seit dem Jahr 1306. Mitten im Herzen Amsterdams, fernab vom Lärm und der Hektik der Stadt, liegt eine grüne Oase, der Vondelpark. Mit einer Fläche von 47 Hektar ist dieser Park einer der beliebtesten Orte für Erholung und Freizeitaktivitäten der Amsterdamer und Touristen. Sobald Sie den Vondelpark betreten, fühlen Sie sich wie in einer anderen Welt. Familien, die auf den grünen Wiesen picknicken, junge Leute, die Fahrrad fahren, Kinder, die Enten im Teich füttern. Der Vondelpark bietet einen friedlichen Rückzugsort im Herzen der Stadt. Bei einem Spaziergang durch den Park können Sie die mit Skulpturen, Brunnen und Denkmälern geschmückten Gärten erkunden, eine Bootsfahrt auf dem Teich unternehmen oder eine Vorstellung im Open-Air-Theater besuchen. Wenn man von Amsterdam spricht, darf natürlich die weltberühmte Biermarke Heineken nicht fehlen. Wenn Sie ein Bierliebhaber sind, sollten Sie unbedingt die Heineken Experience besuchen. Die Heineken Experience befindet sich in einer ehemaligen Heineken-Fabrik und dient als interaktives Museum. Hier können Sie die 150-jährige Geschichte von Heineken entdecken, den Brauprozess hautnah miterleben und sogar Ihr eigenes Bier brauen.
Die Museumstour beginnt mit der Gründungsgeschichte von Heineken und führt Sie durch die verschiedenen Phasen der Bierherstellung. Sie können Zutaten wie Hopfen und Hefe genau unter die Lupe nehmen, den Abfüll- und Etikettiervorgang beobachten und natürlich das Bier auch probieren. Die Heineken Experience ist nicht nur ein Biermuseum, sondern bietet auch ein unterhaltsames und interaktives Erlebnis. Was Amsterdam zu Amsterdam macht, sind unter anderem die Grachten, die die Stadt wie ein Spinnennetz durchziehen. Auch als Venedig des Nordens bekannt, verleihen die Grachten Amsterdam eine romantische und bezaubernde Atmosphäre. Die beste Art, die Amsterdamer Grachten zu erkunden, ist natürlich eine Grachtenfahrt. Die Grachtenrundfahrten, die vom Damplatz im Herzen der Stadt abfahren, führen Sie an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Amsterdams vorbei. Denken Sie an den Königspalast oder das Anne-Frank-Haus. Während der Grachtenfahrt werden Sie die historischen Häuser Amsterdams, die Brücken und die Fahrräder, die an den Grachten aufgereiht sind, bewundern. Fast so viele Fahrräder wie Einwohner. Während Sie über die Grachten gleiten, erhalten Sie einen anderen Blickwinkel auf die Geschichte und Architektur der Stadt. Stellen Sie sich vor, wie die Kaufleute im goldenen Zeitalter hier ihre Waren transportierten. Ich empfehle Ihnen, auch das nächtliche Amsterdam während einer Grachtenfahrt zu entdecken. Die beleuchteten Brücken und Häuser bieten ein ganz besonderes Flair, fast wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Wenn man an Amsterdam denkt, kommt einem sofort der weltberühmte Blumenmarkt mit seinen Tulpen in den Sinn. Am Ufer der Singelgracht gelegen, ist dieser Markt einer der farbenfrohsten und lebendigsten Orte Amsterdams. Neben den farbenprächtigen Tulpen finden Sie auf dem Blumenmarkt auch Hyazinthen, Narzissen, Rosen und viele weitere Blumenarten. Besonders im Frühling ist der Markt einen Besuch wert, denn dann stehen die Tulpen in voller Blüte und der Markt verwandelt sich in ein wahres Farbenmeer, fast wie ein Blütenmeer auf Sylt, nur eben in Amsterdam. Auf dem Blumenmarkt können Sie nicht nur Blumen, sondern auch Tulpenzwiebeln, Samen und Gartenaccessoires kaufen. Wenn Sie Ihren Lieben ein besonderes Mitbringsel schenken möchten, könnten Sie Tulpenzwiebeln vom Blumenmarkt in Betracht ziehen. Und damit sind wir am Ende unserer Amsterdam-Tour angelangt. And with that, we have reached the end of our Amsterdam Tour. Ich hoffe, dieses Video konnte Ihnen die magische Atmosphäre Amsterdams näher bringen. I hope this video was able to bring you closer to the magical atmosphere of Amsterdam. Die Stadt der Grachten, das Königreich der Fahrräder, der Ort, an dem Freiheit und Kunst pulsieren. Amsterdam erwartet Sie mit offenen Armen. The city of canals, the kingdom of bicycles, the place where freedom and art pulsate. Amsterdam awaits you with open arms. Amsterdam ist eine Stadt, in der an jeder Ecke etwas zu entdecken ist. Eine Stadt für jeden Geschmack. Amsterdam is a city where there is something to discover on every corner, a city for every taste. Bis zum nächsten Video, machen Sie es gut. See you in the next video, take care.